Hallo ihr lieben Wagen, hier kommt eine kollektive Legung für eine Nachricht für genau jetzt, für das Kollektiv der Wagen. Und wir schauen, was ich euch mitteilen darf. Ja, das Glücksklee fällt gleich mal raus in der Mitte. Hier geht es um kürzere Wege, um das Alltagsglück, um die Momente, die dich befreien, erhellen. Das Außen spielt bei dir eine Rolle mit. Wie sieht man dich? Wie siehst du das Außen? Was kommt von außen für Einflüsse auf dich zu? Wie wird man wahrgenommen? Wie nimmst du andere wahr? Die schicksalshaften Einflüsse sind oft die, die dich aus der Komfortzone hier holen, die dich auch wieder so besinnlich machen auf das Alltagsglück, das du vielleicht im Taumel mal übersiehst. Ja, und bei dir sind gerade ganz viele Prozesse zugange, die dir irgendeine Last abnehmen oder eine Bürde, die irgendetwas erleichtern auf dem kurzen Weg auch. Und die auch die Einflüsse von außen hier so ein bisschen abschwächen. Mit dem Kreuz zeigt sich natürlich auch etwas, was vielleicht schon lange mit dir schwingt. Ein Familienthema, ein Thema, mit dem du dich nicht so wohl fühlst. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, ihm jetzt das in Frieden zu bringen oder zu stabilisieren, mehr Wohlfühlen für dich zu erlangen. Wenn du irgendwelche Themen mit Ämtern oder Behörden hast, sieht man hier auf dem kurzen Weg eine schöne Klärung. Wenn du selbstständig bist, sieht man hier auch etwas leichter werden. Kleinere Projekte, die auf dich zukommen, die wieder für friedliche, harmonische Gefühle sorgen. Vielleicht kannst du dich auch aus einer Situation ein bisschen rausnehmen, die dich Kraft gekostet hat oder ja, wo du so eine Bürde mitgeschleppt hast. Es geht um dein Umfeld, um die Häuslichkeit. Es geht um deine Herzensangelegenheiten. Das stabile Fundament des Liebe so mit sich bringt, könnte hier auch ein Thema sein. Hier sieht es so aus, als klärst du sehr doll dein Umfeld. Vielleicht möchtest du umziehen. Hier gibt es auch zwei Möglichkeiten dafür. Das Kreuz spiegelt sich hier übrigens mit der Liebe oder mit deinen Herzensangelegenheiten. Also es wird hier etwas in Kürze aufgelöst, das dir im Weg stand oder wo du länger mit rummachst. Ne? Die Maus nagt das Kreuz weg, das ist prima. So, du darfst hier noch ein bisschen diskutieren, einen Konflikt beenden. Die Maus nagt auch hier am Konflikt. Aber ich sehe auch, dass du dich ein bisschen streitbar machen musst. Es kann auch sein, dass es um dein Gegenüber geht, dass es um immer wieder die gleichen Themen oder Konflikte geht und du bist dabei, hier eine Lösung zu finden, die dir mehr Erfolg mitbringt, ne? Oder mehr Sicherheit, dich in den Dingen, die hier liegen, zu bewegen. Das Ende sind die Routen, das heißt, es wird zwar leichter, aber du musst dafür streitbar sein oder hast noch ein paar Gespräche zu führen. Bei dir geht es um das zweite Haus, liebe Waage. Das zweite Haus ist ein Haus des Elementes Erde und da haben wir die Talente, die Besitze und deine Werte. Ne? Hier geht es um sehr erdige Energien, um dein Umfeld, um das, was du kannst, auch zu Geld zu machen irgendwie.
Du darfst die Dinge genau angucken, trotzdem nicht überanalysieren. Mit dem Klee haben wir auch ein bisschen die Eigenschaft von Oberflächlichkeit. Deshalb ist die Lupe vielleicht genau das Pendant, das du brauchst. Also guck dir die Dinge genau an. Etwas braucht noch ein bisschen Zeit, weil hier eben noch Konflikte liegen. Aber das Kleeblatt spricht auch von einem Zeitraum, der relativ kurz ist. Also auf deinem Weg, dieses Kreuz abzulegen, hast du hier noch Konflikte, aber doch auch immer wieder kleinere Wege, die sich auftun. Ja, die Sinnfrage. Vielleicht stellst du dir auch nochmal die Sinnfrage genauer, was du tust und ob das Sinn macht oder wo du vielleicht auch Dinge verlagern möchtest, damit du hier einen Erfolg in dein Leben bringst. Und ich darf dir noch sagen, liebe Waage, nutze deine Zeit, denn die beste Zeit ist hier und jetzt für dich. Vielleicht wird das Thema Ausdauer auch gerade sehr abgefragt bei dir. Und du suchst nach kürzeren Wegen, das kann auch sein. Es scheint mir hier so, als immer wenn du gerade denkst, jetzt habe ich mich stabilisiert in irgendeiner Art und Weise oder bei irgendeinem Thema, dann kommt von außen wieder was und wirft dich ein bisschen zurück. Ja, sprich über deine Gefühle. Sei ehrlich mit dir selber und auch mit deinem Umfeld. Hier die Routen, ne, mach dich auch streitbar, vermeide keinen Konflikt. Auch wenn du bei irgendetwas eine andere Meinung hast. Hier hat sich noch eine gedreht. Entspann dich. Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Dann nehmen wir noch eine Pflanze. Die ist relativ zügig rausgekommen und wir haben Mädesüß. Da kommt ein bisschen Balsam für die Seele und ein heiterer Begleiter bei Übergängen. Hier speziell geht es auch darum, neue Leute kennenzulernen, vielleicht Übergänge in Freundschaften und Liebesbeziehungen zu haben. Wir haben die Liebe hier als Konfliktthema vielleicht auch. Aber hier zeigt sich, dass irgendetwas kommt, was dir dein Leben ein bisschen versüßt und auch Übergänge anzeigt, die dann aber auch nicht so traurig sind, sondern die man gut annehmen kann. Also rechne mit neuen Menschen, die hier in dein Leben kommen, im Thema Freundschaft und Beziehung, und setze Prioritäten, worauf du hier, ne, auch die Sinnfrage, die Priorität, worauf du hier Wert legst, ohne dich zu verzetteln. Und du darfst in deine Angelegenheiten investieren, liebe Waage. Also hier auch speziell in dich selbst. Ihr Lieben, ich drücke euch. Bis bald.